Оно действительно для определенного исторического отрезка времени. Lenin hat wie ein britischer Handwerker seine Feinde ausgesucht und zwar vernichtet, aber man konnte sagen, Stalin hat das zum Industriell entwickelt. The difference between Lenin and his followers like Gaidar, then after 4 years Lenin understood it's enough, it's not working. And after that I don't think that he was a real Marxist. He became a statesman and the Russian political leader. Wie viele andere, die Mehrheit nachdenklicher Menschen in der Sowjetunion glaubte ich, alles war richtig, solange Lenin lebte. Die ganze Katastrophe habe angeblich begonnen erst nach Lenins Tod. Lenin beurteile ich in vielem viel besser, als manche das heutzutage tun. Es wird ja auch versucht, sozusagen in Lenin nachträglich den Stalin noch mit unterzubringen. Das halte ich für historisch äußerst ungerecht. Lenin hat gehandelt in einer unmittelbaren Revolutions- und Bürgerkriegssituation. Unter Lenin gab es die führende Rolle der Partei, die das Recht, alle anderen Organisationen anzuleiten. Die ČK. Es gab eine Vielzahl von ganz diktatorischen Elementen, auf die Stalin nachher aufbauen konnte. Alle Elemente des Stalinismus sind schon im Keim präsent im Leninismus. Das ist die wichtige Feststellung. Bei einer anderen Führungspersönlichkeit ist es natürlich denkbar, dass man eine etwas andere Entwicklung hätte, aber keinesfalls hin zu einem, sagen wir mal, demokratischen Kommunismus. Das scheint mir, wie Leszek Kołakowski sehr schön gesagt hat, wie gebratener Schneebäller. Gewiss wollte Lenin nicht das, was später geschehen ist. Und es ist ganz zweifellos, auch darüber wurde schon in der Sowjetunion geheim diskutiert, wenn Lenin gelebt hätte, wäre er in den Jahren 1936 bis 1938 auf einem solchen Schauprozess verurteilt worden. Lenin dies on January the 21st, 1924. The whole country is in mourning. Stalin arranges the burial. In a telegram to Trotsky, he gives a false date to keep the competition from attending the funeral. In his political testament, Lenin warned against the ambitious Stalin, but it was already too late. Within the span of 2 years as party general secretary, he replaced 16,000 functionaries. Another bloody chapter of Russian history begins. Moscow, June the 24th, 1945. Soviet troops assemble at a victory parade for their wartime leader, Joseph Stalin. Communism has defeated fascism in the Great Patriotic War. Flags and army banners once belonging to the fallen enemy lie at the General Secretary's feet.
Stalin war auch ein Erbe der Zaren, nicht wahr? Irgendwie, wenn man seine Außenpolitik betrachtet, seine Balkanpolitik, das sind verbluffende Ähnlichkeiten mit der Außenpolitik des zaristischen Imperiums. Es gibt eine sehr interessante Episode. Botschafter Harriman, der berühmte Averell Harriman, Botschafter in Moskau während des am Ende des Zweiten Weltkriegs, steht in Potsdam, Sizilienhof, begrüßt Marschall Stalin zur Potsdamer Konferenz und sagt, Marschall Stalin, Sie müssen glücklich sein, in der Hauptstadt des Feindes als Sieger zu stehen. Harriman hat berichtet, die Antwort von Stalin, Zar Alexander kam bis Paris. Joseph Vissarionovich Djugashvili was born in Georgia in 1879. He grew up in humble circumstances, the son of a shoemaker. His mother wants him to become a priest. An intelligent pupil, he receives a scholarship to the seminary in Tbilisi, the only institution for higher learning in Georgia. A social democrat since 1898, he's imprisoned and ostracized for revolutionary activities. Stalin, the man of steel as he now calls himself, joins the Bolsheviks and is voted into the Central Committee at Lenin's request in 1912. After the February Revolution of 1917, he returns from exile and takes on the post of editor-in-chief of Pravda, the party newspaper. Verstand, was Information bedeutet. Nicht wie Sessel gibt Macht, sondern Information. Im Anfang war das Wort. After the October Revolution, Lenin appoints the shy Georgian to the post of People's Commissar for Nationalities Affairs. Lenin believes that the chaotic after-effects of the First World War will cause the bourgeois governments in Europe to collapse under the pressure of the international proletariat. But a world revolution didn't happen. Civil war rages in Russia. The Bolsheviks, led by War Commissar Leon Trotsky, emerge victorious. Russia is now the only country to be ruled by communists. After Lenin suffers his first stroke in 1922, Trotsky reviews the parade celebrating the 5th anniversary of the October Revolution. Although Trotsky is now treated as Lenin's successor, Stalin has begun a struggle for power. Stalin war in der zweiten Garnitur von der Revolutionsführung, war ein Apparatschik, ein Machtmensch, der auf bürokratische Schleichwege mit Intrigen, Terror, Bedrohungen, Korruption an der Macht gekommen war und ist da geblieben. Of course, nobody could foresee who will be Stalin. I don't think that Lenin saw, yes, Stalin was dangerous. The Communist Party chiefs gather around Lenin's casket. Only one of them is missing, Leon Trotsky. Stalin sends Trotsky the wrong burial date to prevent him from attending the funeral services. Stalin carries the casket along with his comrades Zinoviev and Kamenev. The triumvirate has a common goal. They want to divide Lenin's power among themselves. Nach diesem Scheitern des bolschewistischen Versuchs, die proletarische Weltrevolution zu verwirklichen, brauchte die bolschewistische Partei dringend neue Visionen. Und sie hat diese Visionen von Stalin bekommen. Es gibt historische Situationen, wo nicht notwendigerweise der Klugste, nicht notwendigerweise der Weitsichtigste, aber der Mensch, der irgendwie mit fanatischer Besessenheit sagt, ich weiß, wo wir hingehen sollten, Genossen. Stalin hat nun behauptet, nein, wir können allein mit unseren eigenen Kräften den Sozialismus aufbauen. Und deshalb appellierte Stalin hier an den Nationalstolz der Bolschewiki. Establish socialism in one country, in Russia, is his slogan. The market-oriented economics brought about by Lenin's new economic policy is incompatible with Stalin's communist vision. His goal is a classless society with the means of production held by the state. Stalin hat 26, 25 neue ökonomische Politik in Frage gestellt und dann abgeschafft. Er hat abgeschafft dieses Verbot für Alkoholiker, eingeführt von Nikolaus I. im Jahre 14 und durchgehalten, trotz Bürgerkrieg bis 26. Dann Stalin hat gesagt, der getrunkene Mann denkt nicht an die Politik. Stalin war
ein relativ beschränkter, was seine theoretischen Begabungen anbetrifft, Mensch. Und deshalb wurde er von vielen bolschewistischen Theoretikern auch verachtet. Aber Stalin hatte, ähnlich wie Lenin, ein außerordentliches Gespür für den jeweiligen Zeitgeist. The first thing he did was push Leon Trotsky, a believer in world revolution, out of his official posts for leaning too far left of the party line. Then Stalin turned against his one-time comrades. Zinoviev and Kamenev were stripped of their power. Kamenev was returned to grace and to his posts only after a show of humiliating self-criticism. Stalin appellierte an demokratische, egalitaristische Tendenzen innerhalb der neuen Basis der Partei, und er hat zum Beispiel, das war auf dem 15. Partei der Bolschewiki im Dezember 1927, gesagt, wir brauchen keine Adeligen in der Partei. Stalin has Trotsky, his most dangerous opponent, imprisoned and, in the finest Tsarist tradition, exiled to Siberia. Following that, he had adherents of Lenin's new economic policy discredited as right-wing dissidents and removed from power. Stalin war ein sehr präzise definierter Politiker, was seine Machtinteresse, persönliche Machtinteresse angeht. Und unter diesen Machtinteressen stand ein riesiges Land. Führende Vertreter der stalinischen Fraktion waren keine Werkzeuge Stalins. Sie waren seine Gesinnungsgenossen. Und nicht zuletzt mit Hilfe dieser Gesinnungsgenossen konnte Stalin diese beispiellose Revolution von oben durchführen. With the presentation of the first 5-year plan, the project of building socialism in one country has begun. Stalin dedicates the party to developing heavy industry and to collectivizing agriculture. His principle, everything for the country, nothing for the individual. There is no room for open dissent. Whoever goes against the party line is an enemy of the people. Man muss sich auch vorstellen, Stalin hält eine Rede und sagt, wann teilt die Sowjetunion in 3 große, riesige Territorien auf. Die einen müssen fertig sein Frühjahr 31, total kollektiviert. Die anderen Frühjahr 32 und da gibt es noch ein paar ein bisschen zurückgebliebene, denen geben wir bis 1933. Bestimmte, genau, mit Datum, wann, was alle Bauern tun. Mit einem entsetzlichen, diese Kollektivierung war etwas absolut Grauenvolles. Accompanied by a massive propaganda effort, private farmers are forced into state-run farm collectives known as kolkhozes. The collectivization reverses Leninist policy, which encouraged the farmers to take possession of property belonging to large estate owners with the slogan, "Take back what was stolen." Lenin's way of winning farmers over into the revolutionary fold. Now Stalin is taking land away from them again. Prosperous farmers, the so-called kulaks, are declared to be enemies of the people. Many of them are executed. Others are driven out of the country or deported. Collectivization degenerates into a war of terror against the peasants, lasting several years and leading to catastrophe. In the Ukraine alone, the breadbasket of the Soviet Union, over 4 million people starved to death by the early 1930s. Viele bolschewistische Führer, viele Gefährten Stalins waren der Meinung, dass nach der Vollendung dieser Revolution von oben, nach der Enteignung der Bauern, das Ziel dieses Systems sei nun erreicht. Der Sozialismus sei in Russland verwirklicht, die Bauern haben ihr Eigentum verloren, jetzt seien die Kollektivwirtschaften, die Kolchosen errichtet worden und im Lande kann jetzt auch die planwirtschaftliche Phase entwickeln, denn also die gesamte Bevölkerung wurde jetzt vom Staat in die wirtschaftliche Entwicklung also einbezogen. Sie waren der Meinung, das Ziel sei erreicht worden. Nicht zuletzt deshalb wurde der erste Parteitag, der nach der Vollendung der Kollektivierung stattfand, das war der 17. Parteitag vom Januar 1934, also der Parteitag der